Morgen zu einem neuen Video. Ich habe mir gerade einen frischen Kaffee gemacht und wenn ihr Lust habt, holt euch auch einen oder einen Tee. Ich wollte heute in diesem Video mit euch zwei Sachen besprechen, die sich in meinem Leben tatsächlich verändert haben, seit ich hier in Norwegen lebe. Natürlich haben sich hier ganz viele Sachen verändert, seit wir umgezogen sind und sind sich auch noch am Verändern. Aber zwei Aspekte habe ich hier neu gewonnen, die ich noch nicht kannte und darüber wollte ich heute sprechen. So, und zwar das erste ist, ich habe jetzt vor ungefähr 3 Wochen einen Yogakurs hier angefangen. Den hat mir meine kleine Tochter zum Geburtstag geschenkt. Und das ist ein sogenanntes Medi-Yoga, also ein medizinisches Yoga oder beziehungsweise auch ein meditatives Yoga, also ein sehr ruhiges. Es ist jetzt kein klassische Position, Sonnengruß-Yoga, sondern es geht deutlich um die Entspannung des Nervensystems. Und ich habe am Anfang erst so gedacht, na, mal sehen, ob das was für mich ist. So mit so viel Ruhe komme ich eigentlich meistens nicht so gut klar. Und meditieren, da habe ich auch so meine Probleme mit. Das habe ich schon ein paar Mal probiert, aber es ist eben, fällt mir tatsächlich total schwer. Also Meditation im klassischen Sinne, sich hinsetzen und sich versenken, das ist also irgendwie für mich schwierig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt also zu diesem Yogakurs gekommen. Und dieser Yogakurs ist natürlich in Norwegisch und ich bin auch tatsächlich die einzige Ausländerin in dem Kurs. Das sind alles tatsächlich Norweger, sind auch teilweise ein bisschen ältere Damen und auch ein Mann ist dabei mit einer sehr netten Lehrerin. Und ja, jetzt habe ich mit der Lehrerin gesprochen, weil sie mir natürlich angeboten hat, das Ganze auch in Englisch zu machen. Wollte ich aber eigentlich nicht, weil ich finde, dass wenn man für eine Person das in Englisch übersetzen muss, den ganzen Rhythmus, die ganze Energie zerbricht. Ja, und sie sich da vielleicht auch irgendwie gehetzt vorkommt oder nicht in ihrem Element dann so ist. Und ich habe gesagt, okay, ich lerne gerade Norwegisch. Ich mache schon einige Jahre Yoga, also ich kann gucken, also ich kann sehen, was sie da macht. Wir probieren es einfach. So, und sie macht es jetzt also komplett auf Norwegisch. Und ich muss tatsächlich sagen, ich verstehe auch einiges, aber einiges eben auch nicht. Und am Ende dieses Yogakurses findet immer eine lange meditative Phase statt, also so eine Art Körperwahrnehmungsphase, was ich jetzt auch schon aus Deutschland kannte, so aus ein paar Kursen. Und tatsächlich ist es so mir aufgefallen, dass ich es so gut schaffe, mich zu entspannen und so tief in eine Meditation da reinkomme. Und zwar, weil ich nicht den Anspruch habe, alles zu verstehen, alles richtig zu machen und alles perfekt machen zu müssen. Also dieser perfektionistische Anspruch, den habe ich schon meistens in meinem Leben. Aber hier findet tatsächlich etwas statt, das eben so ist, dass ich dadurch von vornherein klar ist, dass ich nicht alles verstehen werde von der Sprache her und mich einfach erstmal darauf einlassen muss, mich selber so ein bisschen zurücknehmen muss und mit dem arbeiten, was ich verstehe, was ich mitkriege, um zu gucken, wie funktioniert das da, führt tatsächlich dazu, dass ich in eine viel tiefere Entspannung komme, weil mein eigener Anspruch so zurückgefahren ist und so nicht präsent ist aufgrund der Situation, dass das eben so ist. Und das fand ich eine sehr schöne Erkenntnis eigentlich. Und ich lerne jetzt natürlich dieses, was heißt Ein- und Ausatmen. Ich lerne Körperteile, also die norwegischen Wörter davon. Das ist schön. Was auch wirklich total schön ist, ist, dass die Gruppe sehr offen ist, sehr freundlich ist. Also es herrscht da so eine Freundlichkeit, obwohl wir tatsächlich, ich glaube, 18 Leute sind, also schon relativ viel. Und nach der ersten Stunde kamen auch ein paar Leute und haben mit mir gesprochen. Also das, was ich oft gehört habe, dass die Norweger wenig zugänglich sind, habe ich da in der Form nicht erlebt. Das muss ich sagen, das ist sehr schön. Und auch die Lehrerin, also die Yoga-Lehrerin ist ganz fantastisch und hilfsbereit und da kommen so, ja, eigentlich das englische Wort Kindness ist genau das, was das Ganze da so trifft, ja, und das ist, bin ich also sehr froh und dankbar, dass ich diesen Kurs geschenkt bekommen habe und dass ich diese Erfahrung da machen kann und dass ich da eben neben der Entspannung und dem Yoga an sich
nochmal ganz schön was über mich selber gelernt habe. Was ich zwar in Anführungsstrichen im Vorfeld schon wusste, aber was eben nochmal ganz deutlich jetzt wurde, ohne dass ich drüber nachgedacht habe. Also, das war jetzt tatsächlich der erste Aspekt, der hier für mich in Norwegen eine neue Erkenntnis gebracht hat, eine ganz persönliche Erkenntnis gebracht hat. Und das Zweite, was ich jetzt hier mache und was mir sehr, sehr gut tut und sehr gut gefällt, ist das Eisbaden. Ich habe das schon ein paar Mal jetzt in meiner Insta-Story gezeigt. Dankenswerterweise hatte meine Nachbarin mich eben schon irgendwie, wo wir uns gerade kennengelernt haben, gefragt, wäre das denn was für dich, hast du Lust da mitzukommen? Und dann habe ich gedacht, ja gut, klar, probiere ich mal aus, warum nicht? Und es ist also so, dass wir jeden Samstag um 9 Uhr morgens uns am Fjord zum Eisbaden treffen. Uns heißt jetzt also eine Gruppe von Frauen, die so zwischen, ich sag mal, 10 und 15 Leuten sind wir. Wir haben eine Norwegerin dabei, der Rest ist Englisch, Amerikanisch, Australisch, so, Französisch auch, Deutsch von mir jetzt aus. Und ja, und dieses Eisbaden ist eine ganz interessante Sache, weil ich auch am Anfang gedacht habe, oh, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann, dieses sehr, sehr kalte Wasser. Jetzt dann auch noch anzufangen, mitten im Winter, also auch bei Schnee da reinzugehen. Und wir haben aber eben 2, 3 Leute dabei, die sich damit ziemlich gut auskennen. Das heißt, wir gehen nie länger als 90 Sekunden rein. Jetzt zumindest im Winter halt. Wir tragen Handschuhe und auch so Neoprenschuhe, ansonsten Badeanzug. Und es ist auch so, dass wir, wenn wir im Wasser sind, oft die Hände rausnehmen, weil das eben wichtig ist, weil dieses kalte Wasser, wenn man zu lange drin ist, also länger als diese 90 Sekunden, Nervenschäden in den Fingern verursachen kann. Und da muss man also wohl offensichtlich ein bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz ist es aber ganz wunderbar, weil wir, also einerseits durch diese Gruppe und diesen festen Termin, ist es immer so, dass man auf jeden Fall geht, egal wie auch das Wetter draußen ist. Das nächste ist, dass ich jeden Freitagabend und auch jeden Samstagmorgen, wenn ich im Bett aufwache, denke, aus dem warmen Bett gehe ich jetzt nicht raus. Das ist einfach fürchterlich, jetzt in kaltes Wasser zu gehen. Aber fühle ich mich natürlich verpflichtet, gehe ich auf jeden Fall, weil wir immer freitags nochmal so eine Abfrage per WhatsApp machen, wer kommt jetzt mit morgen. Und dann fahre ich auch immer zusammen mit meiner Nachbarin und noch einer aus unserer Schwimmgruppe, die auch hier in der Gegend wohnt, fahren wir also gemeinschaftlich abwechselnd dann zu dem Fjordarm und haben da eben eine sehr, sehr schöne Stelle, wo wir reingehen können. Da sind so Stufen. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch einen kleinen Strand auf einer anderen Seite vom Fjord, wo wir alternativ hingehen können, weil an der Stelle, wo die Stufen sind, haben wir leider das Problem, dass ab und an Quallen da drin sind. Und die sind irgendwie echt fies. Die will man auch jetzt nicht unbedingt an sich haben und sich da noch irgendwie verbrennen. Also wir haben praktisch 2 Schwimmspots. Und ja, und was dieses Schwimmen angeht, dieses Eisschwimmen, man ist direkt im Hier und Jetzt auf jeden Fall, wenn man reingeht. Es fühlt sich sehr, sehr gut an, wenn man wieder draußen ist. Also auch wenn man drin ist. Es ist interessanterweise, wenn man dann reingeht, gar nicht so schlimm. Also vor allem, wenn man es, glaube ich, in der Gruppe macht, weil man dann auch so ein bisschen so einen Gruppendruck hat, dass man eben da mit allen reingeht gleichzeitig und auch alle gleichzeitig mehr oder weniger wieder rauskommen. Und was es auch macht, ist, dass es irgendwie einen dann den ganzen Tag über ein gutes Gefühl gibt. Man ist auch so ein bisschen erschöpft danach, aber es ist wirklich gerade in dieser Regelmäßigkeit eine tolle Sache. Und wir haben jetzt gerade noch so einen Artikel in der Gruppe rumgereicht, der war, glaube ich, in einer britischen Zeitung über das Eisschwimmen. Und da geht es eben darum, was es eben auch für einen enorm guten Effekt hat auf Frauen in der Menopause, auf die Hormonstruktur, also wie gut das dem Körper tut, dieses Eisbaden. Aber unabhängig von diesem körperlichen Aspekt ist auch der soziale Aspekt, also wenn man es so in einer Gruppe macht, mit Frauen zusammen, einer, der total gesund ist. Und das finde ich einen interessanten Aspekt, weil es wirklich so ist, diese Gruppe ist total lustig, aber wir haben ganz schnell, nur in dieser kurzen Zeit, die wir uns da sehen, im Hin- und Zurücklaufen zum Wasser, so viele Gesprächsthemen und immer wieder kommt jemand, der
über einen Podcast berichtet oder über irgendwas, was er gehört hat oder Tipps gibt, was er jetzt gerade ausprobiert an, weiß ich nicht, intermittierendem Fasten oder dass jemand eine Arztempfehlung hat oder dass jemand über tatsächlich auch seine Menopausengeschichte spricht oder dass eben einfach lustige Geschichten erzählt werden oder das, was gerade so los war in der Woche. Und das in so einem ganz, ganz kurzen Moment, weil wir sind um 9 Uhr da und wir sind um 10 Uhr alle wieder zu Hause. Also es ist wirklich ein kleiner, kleiner Teil nur. Also 90 Sekunden im Wasser vorher um- und ausziehen und zurück wieder anziehen und dann wieder zurücklaufen und mit den Autos zurückfahren. Das ist so der Ablauf, aber in diesem kleinen Ablaufrahmen ist es also eine wirklich tolle soziale Geschichte und alle sind sehr unterstützend und freundlich und die Alterssparte ist auch unterschiedlich, also richtig toll. Und nächste Woche haben wir jetzt auch tatsächlich so eine kleine Party geplant, wo wir uns abends mal treffen, um tatsächlich mal ein bisschen länger zu quatschen als diese paar Minuten bei dem Hin und Her. Und da freue ich mich auch schon. Und das hilft natürlich auch immens, um hier in diesem Land anzukommen, um neue Bekanntschaften zu machen oder eben auch Freundschaften zu schließen und letztendlich eben auch die Möglichkeit zu haben, Sachen zu fragen, die ich jetzt hier nicht weiß und wo ich jetzt auch grundsätzlich nicht wüsste, wen ich da vielleicht für fragen sollte. Wo finde ich einen guten Zahnarzt oder alle möglichen Sachen. Also das ist dann praktisch das zweite Thema, was ich hier für mich entdeckt habe und was richtig, richtig Spaß macht, toll ist und auch noch gesund ist, was wirklich, wirklich gut ist. Und die Tatsache, dass ich hier auch noch viel mehr zu Fuß unterwegs bin, also weil wenn ich in die Stadt gehe oder mache ich eigentlich fast alles zu Fuß, hat auch einen deutlich guten Effekt sowohl auf meine mentale Gesundheit als auch natürlich auf meine körperliche Gesundheit. Ja, das waren also die zwei Sachen, die sich für mich hier in Norwegen auf jeden Fall geändert haben und die sich sehr positiv anfühlen und das wollte ich euch kurz mitgeben. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.